Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um den Einbau einer Warnblinkanlage in einer AP50. Ich finde, für die Sicherheit ist die Warnblinkanlage eine sinnvolle Investition und auch nicht viel Aufwand, sie einzubauen. Manche bauen einen Schalter ein, der einfach die linke und die rechte Seite beim Einschalten verbindet. Dazu muss der Blinker eingeschalten werden und das Ganze funktioniert auch nur bei eingeschalteter Zündung. Außerdem hat man da auch keine Kontrollleuchte und je nachdem, was für ein Blinkrelais eingebaut ist, kann auch die Frequenz vom Blinker nicht so richtig stimmen. Ich habe mich für eine Warnblinkanlage vom Lewis entschieden. Diese habe ich selber gekauft und wurde mir nicht gestellt. Regulär kostet sie 35 Euro, ich habe sie aber als B-Ware für 20 Euro bestellt. Die Anlage ist fertig verdrahtet und es müssen bloß 4 Anschlüsse vorgenommen werden. Plus, Minus, Blinker links und Blinker rechts. Das Pluskabel habe ich verlängert, da es etwas zu kurz war. Als erstes habe ich den Halter für den Lenker entfernt, da es ja eigentlich für ein Motorrad gedacht ist. Um kein Video zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Auch für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Auch die Schutzabdeckung habe ich entfernt, da der Schalter in der AP ja wettergeschützt ist. Hier mal eine Nahansicht der einzelnen Komponenten. In der Zubehörtüte ist alles dabei, was man so braucht. Und jetzt zum Einbau. Als erstes habe ich beide Mittelverkleidungen entfernt. Als nächstes habe ich den Minuspol von der Batterie abgeklemmt. Den Schalter habe ich durch die mittlere Öffnung hinter der Lenksäule durchgeführt. Ich befestige ihn rechts neben der Lüftungsöffnung, da dort gut erreichbar ist und auch gesehen werden kann. Die Flächen säubere ich mit Bremsenreiniger.
Zur Befestigung verwende ich doppelseitiges Nanoklebeband. Von diesem bin ich echt begeistert, da es super hebt und Teile wieder rückstandsfrei entfernt werden können. Mit der Prüflampe kontrolliere ich, auf welchem Kabel im Stecker der Strom für die Blinker anliegt. Auf der linken Seite ist es das Kabel oben links. Ich entferne etwas die Isolierung, damit man mehr Platz hat. Angeschlossen werden die grünen Kabel mit sogenannten Stromdieben. Ich bin eigentlich von diesen nicht so begeistert, aber naja, für diesmal wird schon gehen. Auf der rechten Seite ist es das Kabel unten rechts im Stecker. Auch da die Isolierung entfernen, den Stromdieb drauf und mit dem zweiten grünen Kabel verbinden. Es ist ganz schön eng in der AP, wenn man sowas macht und dann auch noch filmen möchte. Jetzt fertige ich eine Verlängerung an, da das Kabel zum Pluspol zu kurz ist. Ich empfehle euch, kauft euch eine anständige Crimpzange, wenn ihr solche Quetschverbindungen anbringt. Es muss keine teure sein von einem namhaften Hersteller. Für den gelegentlichen Gebrauch tut es auch eine für 10 € bei eBay. Aber mit so einer Crimpzange hebt halt die Verbindung. Manche pressen solche Quetschverbinder nur mit einer normalen Zange auf. Bei ein bisschen Zug kann das Kabel wieder rausrutschen. Notfalls gehen noch solche Zangen, aber am besten sind die Crimpzangen mit Ratsche. Bei solchen Kabelverbindungen solltet ihr immer darauf achten, dass die Kabel einen sicheren Halt haben. Wenn so ein Kabel rausrutscht und es blöd läuft, kann es einen Kabelbrand geben und wenn es ganz doof läuft, kokelt euch die ganze AP ab. Da ich keine isolierten Kabelschuhe habe, mache ich einen Schrumpfschlauch drüber, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
ist das Ganze rundherum isoliert. Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass das Kabel nirgends scheuern kann, weder am Schock oder Handbremsseil, es sollte an keinem beweglichen Teil anliegen. Ich habe es am bestehenden Kabelbaum entlang mit Kabelbinder befestigt. Oben auch wieder einen Kabelschuh draufkrempen und am Relais anstatt dem roten Kabel einstecken. Den freien Pol am Relais isoliere ich auch mit einem Schrumpfschlauch. Dieser wäre normalerweise für eine weitere Kontrollleuchte. Das Massekabel befestige ich an der unteren Schraube vom Sicherungskasten. Und das Pluskabel an der Polklemme der Batterie. Dann die Plusklemme an der Batterie befestigen und zuletzt das Massekabel. Und die Schutzkappe auf dem Pluspol nicht vergessen. Da wo ich die Isolierung entfernt habe, mache ich wieder ein Gewebeband für Kabelbäume rum. So sieht nun die fertige Verlegung aus. Den Kabelbaum habe ich mit langen Kabelbindern an einem Lüftungsrohr festgemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Für ein Abo würde ich mich freuen. Bis bald!